Hallo liebe Leute, schön, dass ihr einschaltet und willkommen auf meinem Kanal. Ich fange heute mit dem Projekt Schuppenanbau an. Da habe ich bereits schon mal in einem Video von erzählt, ist schon ein paar Wochen her. Und wen das interessiert, was ich da genau vorhabe und wie das hier hinter mir umgesetzt werden soll, bleibt dran, nach dem Intro geht es sofort los. Bis gleich. Ja, was habe ich hier genau vor? Ich möchte hier im rückwärtigen Bereich der Werkstatt so einen kleinen Schuppen ranbauen. Man kann hier sehen, hier ist bereits schon mal mit einem Pfosten und einer Holzvertäfelung hier so ein bisschen so eine Wand reingekommen. Die ist aber nicht wirklich toll oder nicht wirklich zu. Die müsste ich von innen auch noch verkleiden. Ich habe mir jetzt vorgenommen, so ein bisschen Stauraum noch zu schaffen, wo dann hier unter anderem die Schubkarre reinkommt, mein Fahrrad, was immer in der Werkstatt steht, oder auch die große Leiter, Rasenmäher, die Dinge, die hier so ein bisschen in der Werkstatt Platz wegnehmen. Ich brauche nämlich Platz in der Werkstatt. Das möchte ich hier zukünftig hier lagern. Ich könnte mir vorstellen, die Schubkarre hinten hochkant an der Wand festzumachen mit so einem Wandhalter. Da bin ich noch nicht so ganz sicher, wie das aussehen könnte. Genauso auch das Fahrrad, da hatte ich auch tolle Halter, die man hier vielleicht hier oben dran machen könnte, wo man das Fahrrad so senkrecht anhängt. Ja, wie soll das Ganze aussehen? Ich habe mir vorgenommen, von dem Pfosten ausgehend hier noch einen Pfosten hinzusetzen. So bin ich gerade ein bisschen am Überlegen, auf eine Distanz von vielleicht 1,40 Meter, das wäre ungefähr hier, einen zweiten Pfosten zu setzen. Den gleichen hinten an der Wand auch. Und dann könnte ich hier rechts auch eine Wand einziehen. Ich muss natürlich aufpassen, dass ich hier auf der rechten Seite noch ans Brennholz drankomme, auch zukünftig. Deswegen kann ich das also nicht bis ganz hinten reinziehen hier, sondern muss natürlich auch so einen Durchgang lassen, dass ich da noch rankomme, auch zukünftig. Und von dem gedachten Pfosten, der dann hier irgendwo zu liegen kommt oder zu stehen kommt vielmehr, müsste ich dann überlegen, wie ich das vorne verschließbar mache. Also was für eine Art von Tür da dran kommt. Ich könnte mir vorstellen, ich mache vielleicht eine doppelflügelige Tür, also die man zu beiden Seiten aufmachen kann. Oder vielleicht auch nur eine einflügelige, entweder die nach links zu öffnen ist oder nach rechts. Bin ich noch ein bisschen unschlüssig. Das hat auch so ein bisschen damit zu tun, wie breit muss der zu öffnende Bereich sein. Also sprich, reicht denn eine einflügelige Tür? Wie gut muss die nachher verschließbar sein? Ist ja auch so eine Sache. Kriege ich die alle gut und gleich gut zu oder vielleicht auch verschlossen? Das steht auch noch so ein bisschen im Raum. Hier hinten seht ihr so einen Halter für den Gartenschlauch an der Wand. Der kommt weg. Zumindest kommt der auch an der Stelle weg. Da lasse ich mir was anderes einfallen. Ja, und ich werde jetzt mal Maß nehmen und schauen, wie viel Pfosten ich brauche. Also sprich, ich muss hier einen haben, hinten an der Wand. Dann will ich hier den aufdoppeln und ich brauche wahrscheinlich, wenn ich nur eine einflügelige Tür nehme, noch einen zweiten Pfosten als Anschlag für die Tür. Und ja, wie viel Meter Holz ich brauche und was für Holz ich nehme, Leute. Das ist ja auch noch eine Frage. Geht mal in den Baumarkt, guckt euch mal an. Ich glaube, das OSB hat sich ein bisschen beruhigt, aber trotzdem ist es immer noch schweineteuer. Und da muss ich mal schauen, ob ich vielleicht auch Säge raus Material nehme. Das könnte auch noch so ein Entscheidungskriterium sein. Wofür ich mich nachher entscheide, ist letzten Endes tatsächlich eine Preisfrage. Ne? Ich mache jetzt mal weiter. Habe hier schon ein paar grobe Maße aufgenommen, hier in Form von einer kleinen Skizze niedergeschrieben. Und würde mich jetzt mal weiter ranmachen, hier die restlichen Maße abzunehmen. Dann werde ich schauen, was ich für einen Holzbedarf habe und dann werde ich mal meinen Holzhändler kontaktieren. Ja, und dann sehen wir uns wieder. Am Anfang steht halt immer die Idee. Was möchte ich machen? In dem Fall der Schuppenanbau. Da spielen natürlich auch verschiedene Faktoren eine Rolle. Also was soll der können? Wie praktikabel soll er sein? Was ist bezahlbar? Was ist umsetzbar? Und auch zur Veranschaulichung für euch habe ich das mal versucht, hier so ein bisschen zu skizzieren. Nichts Großes, nichts Wildes. Ich werde die auch nicht veröffentlichen im Detail, weil es macht keinen Sinn. Das ist genau auf mich angepasst hier, das Ganze, Leute. Und ja, man kann auf jeden Fall sehr schön sehen, einmal hier in der Frontansicht, dass ich hier eine Breite von 1,40 Meter habe. Hier, das ist die Wand, die bereits schon besteht. Die werde ich aufdoppeln mit einem zweiten Pfosten hier vorne. Dann werde ich hier einen Pfosten setzen, der ist frei stehend. Den werde ich hier unten mit einem Winkel befestigen, hier oben auch. Und links davon in einem Abstand von 800 mm halt auch nochmal einen als Anschlagpfosten für die Tür.
Das heißt, hier wird in dem Bereich die Tür sein. Ich habe mich tatsächlich nur für eine einflügelige Tür entschieden, Leute, damit ich die halt auch schön zumachen kann und damit die sauber schließt. Also bei einer doppelflügeligen stellt sich immer die Frage, wie kann man das in der Mitte sichern? Da müsste man normalerweise auch hier in den Boden noch eine zusätzliche Sicherung einbringen. Das wollte ich jetzt doch nicht machen. Jo, von oben das gleiche nochmal, das gleiche Spiel hier, die Wand, die schon steht. Der Pfosten, die sind bereits vorhanden. Hier wird aufgedoppelt, die zwei kommen hier vorne hin für die Tür und hier hinten kommt halt auch nochmal einer hin, damit ich die Seitenwand zumachen kann. Tiefe insgesamt 1340 mm und ja, hier die Tür angedeutet mit dem Anschlag rechts. Dann fangen wir schon mal ein bisschen an. Holz ist nämlich noch nicht da, aber ich habe mir gedacht, ich habe noch ein bisschen Material. Die Seite hier wollte ich ja noch von innen verkleiden. Das wollen wir jetzt mal geschwind angehen. Das ist im Grunde nur eine einfache Ständerbauweise. Hier steht ein Pfosten. Da sind von der anderen Seite hier die Latten mit Hilfe dieser zwei Dachlatten da vorgeschraubt. Das ist es schon. Das Ganze ist relativ offen und damit das halt ein bisschen mehr Schutz gibt, habe ich noch ein paar alte Regalböden gefunden. Das sind die hier, die habe ich jetzt auch gestrichen. Nichts Hochwertiges, aber zumindest halten die bestimmt noch ein bisschen Witterung ab. Jetzt werde ich hier rechts und links noch eine Dachlatte dran machen. Die hat die gleiche Dicke wie die zwei, die hier schon sitzen. Und dann habe ich hier eine schöne ebene Fläche, wo ich die Platten dann dran schrauben kann. Und mit ein bisschen Glück komme ich auch fast bis oben hin. Wahrscheinlich nicht ganz, weil ich habe nur 6 Stück. Aber da kann nicht mehr viel überbleiben. Das machen wir mal geschwind. Material ist jetzt auch schon gekommen. Das sind die verschiedenen Längen. Das ist einmal für die eine Seitenwand, für die Tür und für die restliche Vorderwand. Und hier auf der anderen Seite habe ich die Balken für das Ständerwerk liegen. Wenn ich schwenke da mal gerade rum. Die Balken für das Ständerwerk werde ich jetzt noch ein bisschen schleifen. Einfach mit einem Exzenterschleifer, grobes Papier drauf und auch ein bisschen die Kanten brechen. Das ist alles nur Sägerau, genau wie die Bretter. Aber hier sieht man das am ehesten nachher oder da schneidet man sich vielleicht mal an der Kante. Deswegen tue ich das nur ein bisschen grob anschleifen. Ja, das wollen wir jetzt noch geschwind machen und ich hoffe, dass das Wetter mitspielt und dass nicht gleich noch ein Regenschutt kommt. So, erster Balken, fertig. Auf jeden Fall gegenüber dem ungeschliffenen schon ein Riesenunterschied und reicht dicke für unser Projekt. Den stellen wir mal direkt wieder ins Trockene, wo es gleich doch noch Regen gibt. Ja, jetzt geht es also um den Aufbau des Ständerwerkes. Der erste Balken liegt jetzt hier und da ja die Dachneigung von dem Dach mit dem Trapezblech 8 Grad beträgt, das habe ich noch vorher ausgemessen, also wir haben eine Dachneigung von 8 Grad, muss ich natürlich auch oben den Balken um 8 Grad anschrägen, damit ich da sauber auf den Sparren zu liegen komme. Das zeichne ich mir jetzt einfach mal an. So, lassen wir ein bisschen Luft noch nach oben und dann tun wir den hier anzeichnen und unten können wir den auch gerade absägen, wenn es sein muss. So. So, den Rest machen wir, wie gesagt, gerade mit dem Fuchsschwanz. Sieht ja gar nicht so schlecht aus hier. Das ist jetzt Balken Nummer 1, der kommt jetzt hier drunter zu liegen. So in der Form. Und da sieht man schon, muss noch ein bisschen gekürzt werden. Aber das kriegen wir auch noch hin. Auf jeden Fall kommen jetzt hier noch Bohrungen rein, womit der Balken dann nachher mit dem anderen hier hinter fest verschraubt wird, sodass wir hier eine insgesamt noch stabilere Konstruktion haben an der Ecke. So, das ist dann Nummer 1 und so gehen wir dann reihum. Die nächsten beiden Balken stehen auch direkt schon für die Türpfosten links und rechts. Das heißt, der eine steht
links an der Tür ist also praktisch die linke Zagenseite und der andere die rechte Zagenseite. Da müssen wir auch als erstes mal oben wieder den Winkel anschneiden von 8 Grad, so wie ich das bei dem ersten schon gemacht habe. Und dann werden die nachher im Abstand von 800 mm innen, also lichtes Maß innen, werden die so vormontiert. Und dann kommen hier noch so, ja, ich nenne es jetzt mal so Abstandhölzer dazwischen. Davon habe ich auch schon welche da. Moment. So, das sind genau die, die dazwischen kommen. 800 mm. Gut, das passt jetzt hier nicht auf die Böcke drauf. Aber so kann man sich dann in etwa vorstellen. Ne? Damit wird das im Grunde schon vormontiert. Und das soll mir halt auch eine gewisse Durchgangsbreite nachher sicherstellen. Das heißt, das lichte Maß innen der Tür wird 800 mm sein. Ich fange jetzt mal an, werde jetzt mal die beiden Schrägen wieder ansetzen. Dann muss ich schauen, dass ich mit der Höhe hinkomme, dass wir natürlich auch wieder genau unter dem Sparren zu liegen kommen. Und dann werde ich das mal provisorisch montieren. Ihr wisst ja, ich will das alles noch streichen und deswegen muss das nachher auch wieder auseinandergenommen werden. Auch hier als erstes wieder anzeichnen das Ganze. Wir machen das jetzt diesmal anders. Ich nehme nämlich die Kreissäge und säge so weit rein, wie ich kann, weil die hinterlässt irgendwie ein besseres Schnittbild, glaube ich. Ja, man kann hier oben schon schön sehen, der steht noch nicht ganz senkrecht. Der muss noch ein bisschen gekürzt werden, weil ich kriege den noch nicht ganz richtig hier unter den Sparren drunter. Hier unten, Moment, das zeige ich auch mal gerade. Hier unten habe ich jetzt mit dem Zollstock nur das Maß abgegriffen, 1,50 Meter. Wer aufgepasst hat, das war vorher 1,40 Meter, die 10 cm mehr. Tun mir aber nicht weh, habe ich festgestellt. Das wäre die Außenkante jetzt hier. Und hier liegt ein 40er Vierkant drunter. Warum habe ich das gemacht? Ganz normales Vierkantrohr, nichts Besonderes und relativ dickwandig, 3 mm oder 4 mm. Und das soll einfach verhindern, dass die Balken hier unten auf dem Boden aufliegen und dann da anfangen zu faulen, weil sie halt Feuchtigkeit zieht. Den lege ich einfach da drunter. Ja, tut ja nicht weh. Und wenn der irgendwann mal gammelig werden sollte, kann ich ihn einfach austauschen. Aber ich kürze den jetzt erstmal noch ein bisschen, damit wir den hier senkrecht montieren können. So. Das sieht doch schon besser aus, oder? Den lassen wir so. So, mal hier gucken. Ah, der muss noch ein bisschen, den müssen wir noch leicht kürzen. Kann man das sehen? Ja, ne? Noch ein neuer Versuch. Ja, einwandfrei, Leute. Damit stehen die Pfosten im Grunde auch so, wie sie nachher hier hinkommen. Da bin ich auch schon recht froh, dass das so weit vorangeschritten ist. So sieht es jetzt aktuell aus. Wundert euch nicht über den ganzen Krempel, der hier rumsteht. Aber ich muss natürlich auch mal gucken, dass ich das ein bisschen von A nach B und von B wieder zurück nach A schaufel. Weil ja, der Stauraum ist einfach nur begrenzt. Die Pfosten 1, 2, 3 sitzen, habe ich auch ein bisschen nummeriert, damit ich halt auch grob weiß, wo die hingehören. Und jetzt fehlt noch ein einziger, und zwar da hinten an der Wand, der genau in die Flucht von dem hier kommen soll. Da habe ich mir schon einen Strich jetzt hier an die Wand gezeichnet. Dafür musste ich auch den Temperatursensor, der hing vorher da. Tatsächlich war der im Weg ein bisschen nach rechts versetzen. Der ist für die Wetterstation und nimmt da so die Außentemperatur und die Luftfeuchtigkeit ab. Den habe ich versetzt. Hier habe ich jetzt die Markierung gesetzt. Das ist Balken Nummer 4. Oben ist schon die Schräge dran. Und ich muss den jetzt noch auf Länge setzen, also auf Länge sägen, damit ich den hier hinsetzen kann. Und der wird an der Wand verschraubt. Dann haben wir das Ständerwerk soweit vorbereitet. Hier unten seht ihr den 800er Balken, der quer sitzt. Im Grunde so als Drittstufe. Der kommt hier oben nochmal genauso einer rein, der so den Türsturz darstellt. Wenn wir das fertig haben, wird das Ganze dann gestrichen, zweimal und danach erst zusammengebaut, damit die an alle Stellen drankommen und überall auch Farbe drankommt. Ja, und ihr wisst ja, ne?
Abo nicht vergessen, wenn nicht schon dagelassen. Solche oder ähnliche Dinge seht ihr regelmäßig auf meinem Kanal. Wenn ihr Spaß dran habt, Lust mich zu begleiten, lasst mir ein Abo da. Ich würde mich tierisch freuen. Na, muss noch ein bisschen. Das ist doch noch zu lang. So, dann können wir die noch kurz anpassen. Also kein Hexenwerk. Top, die Bude, einwandfrei. Jetzt geht es nur noch darum, hier die Ausklinkung rauszunehmen. Weil hier und hier müssen wir einen kleinen Absatz reinsägen, weil hier uns an der Vertäfelung dran schlagen. So, ich hoffe, letzter Versuch. Hier ist jetzt die Ausklinkung dran. Und dann schauen wir uns das mal an vor Ort. Und dann muss es auch gut sein. Ja, erstklassig. Damit ist das Fachwerk in Anführungszeichen eigentlich aufgebaut. Das Ständerwerk steht soweit. Ich baue das jetzt wieder zurück, hole die Balken runter wieder, mache die Löcher rein für die Wandbefestigung, wie für die Sparrenbefestigung. Dann wird das erstmal gestrichen. So, mittlerweile ist auch alles gestrichen. Das trocknet jetzt hier. Hier sind noch die Dachlatten. Die möchte ich farblich noch ein bisschen anpassen. Die waren ja eigentlich schon imprägniert. Das sind jetzt die langen Balken. Da hinten liegen die zwei kurzen. So, auch wenn das Wetter heute nicht ganz so doll ist wie die letzten Tage, egal. Das ist jetzt alles gestrichen, getrocknet. Wir fangen jetzt mit der Montage der Balken an. Der erste, der kommt an den bestehenden dran. Schrauben habe ich jetzt hier schon ein Stück reingedreht. Ich passe den an, schraube den fest. Und dann machen wir einen nach dem anderen im Gleichtakt. Super. Top. Das ist jetzt der untere Querträger für die Tür und ihr seht, ich habe das Vierkantrohr hier auch schon drunter geschraubt hier mit zwei Schrauben, nur dass es nicht verrutscht. Ich habe hier vorne hinten schon Winkel dran gemacht. Die stören vielleicht ein bisschen nachher, aber das soll jetzt nicht unser Problem sein. Ich muss da schon irgendwie die so befestigen, dass ich die Hölzer links und rechts da sauber dran kriege. Jetzt habe ich hier an der Rückseite noch so eine kleine Schräge dran gemacht, damit ich hier mit der Betonschulter da nicht in Berührung komme. So, den setzen wir jetzt hier wieder auf 1,50 oder was das war, beziehungsweise der äußere Balken kommt nachher auf 1,50. So sieht es gut aus. So, der steht jetzt hier schön und stabil. Ja, und den anderen setzen wir jetzt einfach so davor. Setzen wir den anderen dagegen. So, das Gros ist jetzt soweit montiert und ihr seht, ich habe mir jetzt hier und hier so ein Hilfsholz eingespannt mit einer Zwinge, damit ich den Sturz in der richtigen Höhe und auch nivelliert montieren kann. Jetzt habe ich aber festgestellt, dass der Balken hier so ein bisschen in sich verdreht ist und ich werde mir jetzt noch eine große Zwinge besorgen, dass ich das hier schön zuzwingen kann, damit ich hier die Schrauben von den Winkeln anballern kann. Dann sollte das aber auch kein Problem sein. Als nächsten Schritt werde ich die Dachlatten hier jetzt hier mit Bohrung versehen und dann als sogenannte Hilfshölzer zur Befestigung der, ja, ich sag mal, der Verkleidung am Ständerwerk zu montieren. Ich zeige euch das gerade mal. Die werden dann in etwa hier so montiert, dass ich dann hier in dem Bereich noch Platz habe, um die Verkleidungsbretter hier von vorne zu verschrauben, dass wir hier eine bündige Fläche haben.
So sieht es also aktuell aus. Das ist das Ständerwerk soweit vormontiert und ich habe jetzt auch überall hier die Dachlatten dazwischen gesetzt, mit deren Hilfe nachher auch die Verkleidung hier, die Vertäfelungsbretter angeschraubt werden sollen. Die Dachlatten haben teilweise aufgrund der kurzen Länge von 2 Metern nicht ganz gereicht. Die habe ich dann noch unten ansetzen müssen und auch vor allen Dingen hier oben in dem Teilstück über der Tür war das ein bisschen schwierig, weil ich natürlich auch den Platz der Winkel hier aussparen musste. Aber das ist geschafft, sodass wir jetzt diese Wand hier und auch die rechte Seitenwand in Angriff nehmen können. Das Holz werden wir jetzt entsprechend vorbereiten, sägen, bohren, dann wird es gestrichen und dann können wir das hier auch schon anbringen. Dann fangen wir heute mal an, die Wände zuzumachen. Ich habe mir jetzt die rechte Seite als erstes vorgenommen, habe jetzt unten schon das erste Holz eingelegt und mit so einem, ja, so ein Holz habe ich hier, was so ein bisschen keilförmig zugeschnitten ist. Das ist noch ein Reststück. Das nehme ich einfach so ein bisschen zum Nivellieren, damit die unterste einfach gerade ist hier. Das kann man jetzt auch mit der Wasserwaage sehr schön sehen. So, und so müssen wir den jetzt einfach nur festschrauben. Die Löcher hatte ich ja schon gebohrt und Schrauben habe ich hier. Akkuschrauber ist auch da. Dann kann ich ja jetzt losgehen hier. Idealerweise muss man jetzt auch nur die Folgebretter aufstoßen. Und ich muss eigentlich auch nur noch stichpunktartig mit der Wasserwaage kontrollieren. Zwischendurch kann man das jetzt auch mal kontrollieren mit der Wasserwaage, ob das immer noch okay ist. Das ist okay. Dann können wir genauso weitermachen. Wenn die dann so weit wie möglich gesetzt sind, muss ich natürlich oben noch die Lücken stückeln. Das muss ich ein bisschen aussägen. Das muss natürlich auch noch gemacht werden, damit wir da halt auch vermeiden, dass da irgendwelches Tierzeug oder sonstige Sachen reinkommen. Also wir wollen natürlich nicht, dass da irgendwie Fledermäuse oder Ratten oder Mäuse oder sonstiges den Weg da reinfinden. Ne? Das mache ich dann noch. Der nächste Schritt wäre dann jetzt hier über der Tür. Dafür hatte ich bereits 2 Bretter angepasst. Und zwar haben die folgende Besonderheit. Einmal die sowieso hier mit der Schräge. Und dann habe ich die hier in den Bereichen, wo die Winkel angesetzt sind, hier so ein bisschen ausgeklinkt. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann hier. Hier habe ich so eine kleine Kante reingesägt. Und hier auch. Und bei dem habe ich das hier entsprechend genauso gemacht hier. Sodass die möglichst bündig hier sitzen und auch die Winkel hier nicht stören. Die setzt man auch noch gerade ein. Der erste kommt dann so hier rein. Das passt. Den zweiten setzen wir auch schon mal rein. Jetzt gucken wir, ob das passt. Ja, auch das passt. Super. Auch das ist zu. Dann kann ich jetzt auf die schmale Seite anfangen. Hier habe ich eine kleine Wasserwaage draufgelegt. Auch hier wieder ein kleines Holz zum Unterlegen. Man sieht, ich habe ja noch eine Zwinge dran. Braucht ein bisschen mehr Platz hier. Das ist doch ein bisschen eng gewesen hier für die ersten 2 Hölzer. Und dann klappt das auch. Super, wenn man diese Einhandzwingen hat hier von Wolfkraft. Echt klasse. Prima. Dann können wir den jetzt hier wegnehmen. Eigentlich müsste ich schon wieder die Sträucher schneiden, wie die hier in der Zwischenzeit wieder reingewachsen sind. Unglaublich. Und meine Wasserwaage drauf. Wie sieht es aus? Alles gut.
Also, ihr seht, da oben muss ich jetzt auch noch ein Stück zusägen. Das mache ich geschwind, dann ist die Lücke auch geschlossen und die Seitenwand ist dann auch soweit fertig. Ja, so langsam, ich würde sagen, so langsam nimmt Formen an. An der Stelle hier mache ich jetzt erstmal einen Cut. Ich denke, ich brauche noch ein bisschen Zeit, um die anderen Sachen vorzubereiten. Dann sehen wir uns bei Teil 2 wieder. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ihr wisst ja, ich freue mich über einen Daumen nach oben, einen netten Kommentar. Lasst mir ein Abo da, wenn nicht schon geschehen. Und bei irgendwelchen Fragen, ihr könnt mich kontaktieren. Natürlich wie immer, ich antworte auch. Und wir sehen uns in Kürze wieder bei Teil 2. Macht's gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss.